Heute gucken wir uns mal die neuen Düfte an, die jetzt erscheinen werden oder vielleicht sogar schon draußen sind gerade, meistens aber erst die kommen. Und da wollen wir mal sofort reingehen. Wir halten uns gar nicht erst auf, Freunde. Gleich mal vorweg, mein Name ist Dennis, aka Fragrance. Hier seid ihr auf dem richtigen Kanal. So, dann fangen wir mal hier an. Ich habe da übrigens auch noch nicht reingeschaut. Und das ist jetzt auch für mich neu. Havas Overdose. Ihr könnt natürlich reinschreiben, ob schon welche, ja, ob es schon welche gibt, aber ich glaube, den gibt es noch nicht. Und ja, wie viel Havas-Düfte wollen Sie denn noch rausholen? Ich glaube, da gibt es jetzt inzwischen 20. Ich habe keine Ahnung. Der Overdose, ja, das hört sich ja immer so schön an, Overdose, aber ja, spicy Noten, Alter. Ja, das, ja, klingt Praline. Es klingt auf jeden Fall hier Vanille, Ambergras. Klingt nach süßen Duft. Overdose wahrscheinlich so ein von Allerfeinsten. So, Highness. Der war, glaube ich, dabei. Ne? Also Overdose und Highness. Zitrische Noten, Amber, Rose, Jasmin, Patchouli, Vetiver, ja. Äh, Ich weiß nicht, irgendwann sollte man vielleicht mal aufhören damit. So, und dann der ist schon heraus übrigens hier. Der Kamera und jetzt gehen wir hier automatisch auf die Lattafa-Seite. Okay, das ist schön. Na ja, auf jeden Fall der hier, der ist schon raus. Den werde ich ja auch demnächst, glaube ich, bald mal testen. Ich kenne ihn noch nicht. Manche sagen, er ist gut, manche sagen, der ist nicht gut. Kann ich nicht wirklich groß was zu sagen. So, Born to Stand Out, Golden Milk, also die goldene Milch, ohne jetzt hinzugucken. Goldene Milch, das ist ja immer so ein Thema für Gesundheit und so weiter. Ne? Das wissen wir mit Kurkuma, Ingwer. Jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Ja, nichts dergleichen. Schade eigentlich, weil goldene Milch hätte man vielleicht mit Milch, Kurkuma, Ingwer machen können, Oud meinetwegen und ja, so einiges Mögliche ist hier auf jeden Fall nicht drin. Kann natürlich sein, dass das hier, ja, noch nicht so das Endergebnis ist. Das Bild, muss ich aber sagen, das schaut schon sehr interessant. Es ist, wieder eine. Ach hier, schaut her, das ist schon wieder eine Sonderedition. Die wird wahrscheinlich erstmal hier nicht herkommen. Also vergessen wir das gleich. Hier, zu diesem Duft brauche ich nicht mehr weiter zu sagen. Schaut gern, da habe ich ein Video zu gemacht. Der ist so, ja, es muss nicht sein. So, ich habe ja gestern erst ein Video gemacht, die Düfte, die allgemein in Einsatz sind bei Parfumo-Leuten oder ja, bei Parfumo-Leuten. Da war auch die, sage ich mal, Originalversion mit dabei und jetzt kommt wieder eine Sherry, vor allen Dingen Sherry Elixier, jetzt noch Kirsche. Ich kann eigentlich Oud, ob das was wird, ich weiß nicht. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich bin da immer so, hm, ich sage jetzt erstmal nichts. Wir gehen weiter. Was kommt denn noch so Schönes? Ja, hier auf den Duft freue ich mich eigentlich. Ich war ja, man könnte schon sagen, Fanboy früher. Dann hat sich das, es ist sehr weit runtergegangen, nicht mehr wirklich, aber Tabacco Chocolate, Orange, bisschen rauchig, Tabak, Balsam, dunkle Schokolade, Patchouli, Ambrox, also wie Ambroxan oder was ist das? August. Das klingt, kann man den groß machen? Das ist Problem einfach bei Tom Ford, dass es auch irgendwann preislich too much ist und sie werden die Flakons nicht ändern. Die sind immer noch billig in Anführungsstrichen. Früher fand ich sie geil, ganz am Anfang, aber ja. Und dann kommt einer meiner Lieblingsdüfte früher oder mein langjähriger Signaturduft als Parfüm mit Whisky drin. Interessant, aber der wird auf jeden Fall teuer werden. Also, weiß nicht, Oktober kommt der raus. Stand jetzt. Wir gucken auch mal hier. Ja, ihr könnt ja mal auch mal runterschreiben, auf welchen Duft wartet ihr? Habt ihr einen bestimmten? Dann haben wir hier das wieder ein Duft, der unnötig ist. Ombre Leather Reserve. Ja, muss ich nicht drauf eingehen. Braucht man auch, glaube ich, nicht. Kann ich jetzt schon sagen. Genauso wie Boss Bottle. Ja, ist der nicht schon raus? Ich bin der Meinung, der ist doch schon raus, oder? Manche können natürlich schon raus sein. Ich glaube, genauso wie der hier. Jetzt kommen wir zu einer Seite,
wo ich eigentlich keine Werbung machen will für. Ja, lassen wir so stehen. Die sind auch nicht so wichtig meines Erachtens, Tom Ford, aber dieses Chocolate-Ding und natürlich, Tobacco Vanille Parfüm, bin ich wirklich gespannt. Ja. Oh, und es kommt wieder ein Shalimar, aber der hat warum wird man gleich weitergeleitet zu verstehe ich nicht. Okay, dann machen wir das jetzt nur noch groß hier. Search of, ja, da sage ich gar nichts im Moment zu mehr. So, Yves Saint Laurent hat man wieder hier, ja, aber das, wird auch nicht der Duft, die gehen viele unter, ne? Also, sind Düfte, die aber wir hauen mal hier wieder, jetzt drücke ich da doch rauf, ein Myself Eau de Toilette Intense. Ja, das hat man nötig, ne? Ich fand den ersten aber gar nicht so schlecht und den Le Parfum Le Parfum? Verbessert mich, fand ich auch gut. Den habe ich nicht. Ich habe das normale, das normale erste Myself, hält gut, kommt gut an, schönes Teil. Hier haben wir Bergamotte, Orange, weißer Moschus. Ich weiß nicht, ob das den fällt, ich sage ja jedes Mal auch in meinen Videos, wenn wir jetzt nicht hier reingucken, den, den fällt nichts mehr ein. Wir gehen gleich noch mal wieder zurück, keine Angst. Dem fällt wirklich nichts mehr ein. Ich weiß nicht, im Designerbereich auch und ich weiß nicht, wo das hinführen soll, aber lassen wir es so. Genau wie hier, da haben wir es wieder. Black Opium, die 100. Variante von Yves Saint Laurent. Pink Glaze. Oh, da steht noch gar nichts. Sieht allerdings, ja, ich wollte gerade sagen, gut aus, verspielt gut aus. So, kommen dann noch oder sind das inzwischen schon Mezzo? Ist der Mezzo? Dior Paradise, da muss ich auch noch was zu sagen. Das interessiert mich ja immer aus der Private Line. Wir haben schon sehr stabile, schöne Düfte aus der Private Line. Mandarine, Orange, Limette, ja, Tonkabohne und so weiter. Ja, das kann man machen und ich glaube, der könnte auch wirklich gut werden. Wann kommt der raus oder ist der schon raus? Ich finde die Bilder immer, ne? Bilder machen es natürlich. Ja, könnte was werden. Juliet Has a Gun ist jetzt nichts, ja, für mich ist das nicht so wirklich interessant. Ja, dann gehen wir wahrscheinlich schon zu weit. Wir waren eigentlich die Ersten. Wichtig, hier kommt noch was zu diesen. Jetzt könnt ihr wieder auf eine andere Seite. Ach, das ist ja zum Mäusemelken hier. Also diese neuen, ja, Initio-Düfte, die werde ich in einer Liste packen wahrscheinlich und da werde ich mal was zu sagen. Auch Initio, ihr wisst, muss ich wirklich so sagen, ich glaube, warte mal, bevor ich da noch was zu sage, ja, ist im Endeffekt das durch. Ja, die anderen sind schon raus, glaube ich, erschienen. Den muss ich auch noch mal riechen. Tower. Tower hat immer sehr interessante Düfte gemacht, habe ich die letzten alle nicht mehr gerochen. Ja, aber zu den Initio-Düften und überhaupt zu Initio möchte ich mal ganz kurz was sagen. Ähm, Am Ende des Videos hier, Initio habe ich ja auch immer gefeiert, wie Creed, wie Tom Ford, aber auch, ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht das vorwegnehmen, ich werde was zu diesen Düften sagen, aber vor diesen beiden, die ich euch noch in einer Top-10-Liste oder so, müsst ihr dann mal schauen, zeigen werde, ähm, gab es auch schon einen Duft, oder 2 Düfte, wo ich sage: „Das ist nichts." Oder also jedenfalls, ich kriege da keinen Wow-Effekt. So, und dementsprechend, ne, ich will nicht zu weit vorwegnehmen zu den neuen Düften. Aber es ist jetzt nicht so, ihr merkt ja schon, dass da ein Paragon, ein was haben die, Side-Effekt, Reborn oder was es da ist. Reborn ist falsch, ne? Reborn, ihr wisst, was ich meine. Diese Düfte, oder, Must Therapy, oder was auch immer für geile Düfte sie rausgebracht haben, das kann ich jetzt schon sagen, das sind es nicht. Ob sie gut sind, ob sie nicht gut sind, ob sie schlecht sind, das werde ich euch wenn ich sie vorstelle, in den Top-10-Listen irgendwo zeigen. Ob ich ein Einzelvideo zu dem mache, weiß ich nicht. Das muss immer passen, muss ich die Laune zu haben und ob das passt, werden wir schauen. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, auf welchen Duft freut ihr euch. Also, obwohl ich so ein bisschen weg von Top 1 bin, das sind 2 Düfte,
auf die ich mich auf jeden Fall freue oder ich muss sie auf jeden Fall testen. Das steht fest. Bin interessiert an den Düften auch. Ist Tabak Vanille und Chocolate, Tabak Chocolate, beides Tabakdüfte. Er kann es ja, man weiß es ja. Ob er's hinkriegt, das ist die zweite Frage. Also, Grüße gehen raus an euch und dann würde ich sagen, bin ich raus. Bis zum nächsten Mal, Freunde.